Wir sind jetzt seit 6 Wochen hier in Marokko und die Zeit kommt mir deutlich länger vor, weil wir einfach so viele Eindrücke bekommen haben. Wir haben so viele Menschen kennengelernt und so viel erlebt, dass sich diese Zeitspanne viel, viel größer anfühlt, was total schön ist. Und wir könnten noch viel, viel mehr Zeit in diesem Land verbringen, weil es einfach sehr viel zu bieten hat. Auf dieser Reise nach Südafrika liegen jetzt aber noch 20 weitere Länder vor uns von Marokko aus. Und wir werden deshalb wahrscheinlich immer wieder an den Punkt kommen, an dem wir uns überlegen, wie intensiv wir ein Land bereisen wollen, wie schnell wir weiterfahren, weil wir natürlich irgendwann auf dieser Reise auch mal ankommen möchten und wir diese gesamte Reise so im Auge behalten wollen. Gleichzeitig natürlich auch die einzelnen Länder kennenlernen und in diese einzelnen Länder eintauchen möchten. Deshalb wird das wahrscheinlich so ein Thema sein, mit dem wir uns jetzt immer weiter auseinandersetzen. Und weil wir jetzt langsam weiter Richtung Süden fahren wollen, geht es für uns heute nach Mauretanien. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wenn ihr dieses Video seht, ist nämlich schon 2023. Heute ist bei uns aber der zweite Weihnachtsfeiertag. Wir haben Weihnachten ganz entspannt in Dakhla verbracht und haben uns es am Strand richtig gut gehen lassen. Aber jetzt ist es Zeit, weiterzufahren und deswegen sind wir jetzt schon wieder on the road. Und das Ziel ist es für diese Woche, nicht nur nach Mauretanien zu fahren, sondern wir wollen direkt weiter bis in den Senegal und Silvester im Senegal verbringen. Mal schauen, ob das klappt. Dieses Schild hier markiert den Wendekreis des Krebses und der teilt den nördlichen Teil der Erde in die Hälfte. Zwischen dem Äquator und dem Polarkreis. Ja, also quasi ein Viertel-Wendekreis. Ja, da musst du immer anhalten. Da müssen wir einen Sticker drauf patschen, glaube ich. Ja. The film people were here. Ich habe schon richtig lange darauf gefreut, wenn wir endlich mal so ein Schild finden, wo wir das draufpappen können. Ja, das ist richtig cool. Wie viele Leute hier einfach schon waren. Nice. Als nächstes kommt der Äquator. Das dauert aber noch ein bisschen. Na dann. Okay, weiter geht's. Wir haben noch ordentlich was vor uns. Ich möchte noch mal kurz ein Thema ansprechen, was wir nicht unkommentiert lassen wollen. Wir befinden uns nämlich gerade im Gebiet der Westsahara. Vielleicht sagt dem einen oder der anderen von euch der Westsahara-Konflikt was. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ich habe nicht den Anspruch und auch nicht die Expertise, das hier professionell aufzuarbeiten. Ich möchte es nur einmal ganz kurz thematisieren. Die Westsahara war lange Zeit spanisches Kolonialgebiet und in den 70er Jahren sind die Spanier dann abgezogen und daraufhin wurde dieses Gebiet dann von Marokko aus dem Norden und von Mauretanien aus dem Süden besetzt. Mauretanien ist dann aber nach ein paar Jahren wieder raus und seitdem hat Marokko quasi die gesamte Westsahara, fast die gesamte Westsahara annektiert und möchte dieses Gebiet hier gerne zum marokkanischen Staatsgebiet erklären. Im Endeffekt wurden dann die Menschen, die hier eigentlich gewohnt haben, in diesem Gebiet vertrieben. Es sind über 100.000 Menschen jetzt in Flüchtlingslagern in Algerien untergebracht, weil sie hier auf diesem Gebiet nicht mehr leben können. Und wie gesagt, es ist eine sehr, sehr komplexe Sache. Wir kriegen davon nichts mit hier. Es ist ein sehr, sehr sehr karge Landschaft. Es sind wenig Städte hier. Man kriegt wenig mit von den Leuten, außer in Dakhla. Und deswegen ist es sehr leicht, das zu vergessen. Und das wollen wir nicht. Und wir wollen auch euch dazu aufrufen, euch vielleicht nochmal mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen. Ja, es passiert nämlich viel in dieser Welt, was nicht rechtsmäßig zugeht und wo Menschenrechte verletzt werden und das sollte man einfach ein bisschen auf dem Schirm haben. Ja, ich glaube jetzt 6 Stunden später sind wir dann an der Grenze angekommen. Wir verlassen jetzt Marokko. Salam. Yeah, danke. You speak English? Yes, Okay, English. that's right. Welcome to here. Thank you. Okay, what now? You come on, you take here your passport, you take, after you go to, after you out. Okay.
Erster Check. Wir sind jetzt ausgestempelt aus Marokko. Man hört ja viel über diese Grenzen. Bin sehr gespannt, wie lange das jetzt hier dauert. Wir haben nämlich schon 16 Uhr. Passport, Fahrzeugpapiere, unser Import-Ding. Und damit gehen wir jetzt dann hin. Okay. Durch den Scanner haben wir es jetzt geschafft. Alles gut. Ich frage mich ja, wonach die suchen. Zoe ist gerade noch mal rein. Jetzt muss sie noch das Paperwork machen. Und dann schauen wir mal weiter. Es ist nicht ganz so eindeutig, welche Station man hier so abarbeiten muss und in welcher Reihenfolge die stehen. Deshalb lassen wir uns einfach treiben. Und ich hoffe mal, fingers crossed, dass wir jetzt gleich ausreisen können. Dann geht es ja eigentlich erst so richtig los. Der erste Teil wäre jetzt schon mal geschafft. Wir sind jetzt aus Marokko ausgereist und befinden uns jetzt im Niemandsland zwischen Marokko und Mauretanien. Wir müssen jetzt hier 5 Kilometer, glaube ich, oder? Ja, 7? 5 Kilometer. Also ein paar Kilometer durch die Wüste fahren. Hier gibt es eine Straße, die hier durchführt. Und wir haben vorher ganz viele Geschichten über diesen Grenzübergang gehört, weil es wohl vor nicht allzu langer Zeit hier noch keine richtige Straße gab. Und man musste hier durch die Wüste fahren. Und noch dazu kommt, dass dieses Gebiet hier wohl vermint ist. Also man sollte hier nicht von der Straße abkommen. Okay, die geteerte Straße haben nach 20 Metern aufgehört. Here we go. Ça va bien et vous? Moi je suis transitaire, Abdul. Pour les formalités. Merci. C'est bon, merci. Bonjour. Merci, bonjour, ça va? Vous voulez qu'on fasse les formalités, assurance, tout. C'est bon, merci. Merci beaucoup. 100 euros. Ah, C'est bon. Und der nächste Stopp. Das ist ein richtiger Marathon, ja. Oh, ja. Schön LKW aufgesetzt. Letzter Stopp für heute. Hoffentlich. Merlin ist jetzt gerade noch die Versicherung organisieren. Wir wollen hier ja gar nicht lange bleiben, aber trotzdem brauchen wir eine Autoversicherung. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so teuer. Internet haben wir schon und die Sonne ist auch schon fast untergegangen. Ich hoffe, wir kommen hier raus, bevor es dunkel wird, dass wir noch einen Platz finden für die Nacht. Okay, das scheint irgendwie ein kompliziertes Unterfangen zu sein, diese Versicherung. Ist mich immer noch nicht wieder da. Deswegen mache ich jetzt mal Nudeln. Ich hoffe, er kommt nicht genau jetzt, wenn die Nudeln gerade kochen. Ich glaube, der Key, der Schlüssel zu den ganzen Grenzen, die noch vor uns liegen, ist einfach Ruhe und Gelassenheit und einfach sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sich nicht stressen lassen. Es dauert alles ewig und man denkt sich so, das könnte doch viel schneller gehen, warum können wir nicht direkt zu diesem Haus und warum können wir nicht direkt das oder das machen? Aber so funktioniert das halt nicht. Und wir machen einfach das, was uns gesagt wird und bleiben dabei ruhig und dann klappt es schon irgendwie. Wir haben mehr Zeit. There he comes. Na? Na? Alter. Oh Mann. Eigentlich war alles recht entspannt und ging eigentlich war nicht so schlimm wie erwartet. Aber diese Autoversicherung. Das hat jetzt locker eine Stunde gedauert. Junge. Da sitzt ein einziger Typ, der hat nicht mal eine Lampe, der leuchtet mit seinem Handy, schreibt alles handschriftlich und dann stehen da 10 Menschen um ihn und schreien ihn an. Und jeder versucht ihm seine Papiere als erstes hinzugeben. Dann gibt es da so einen Stapel, der so umkippt und da liegt irgendwo unser Pass drunter. Und die ganze Zeit kommen hier diese Grenzfixer, die andere Leute hier irgendwie rüberbringen wollen und schreien den so an und halten ihm ihr Zeug hin und so. Alter. Scheiße. Aber wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir mal schnell einen Platz suchen. Vor allem ohne Fixer, das war ja unser Ziel. Wir machen in ganz Afrika keinen Fixer. Yep. Wir kämpfen selbst durch. Jupp, okay, ich habe schnell schon Abendessen gemacht. Dankeschön. Das ist gleich fertig. Geil.
Morgen aus Mauretanien. Es war dann gestern ja dann schon stockdunkel, als wir von der Grenze losgefahren sind. Und wir sind dann noch ein paar Kilometer gefahren und wurden dann relativ schnell von einer Polizeikontrolle aufgehalten. Und der nette Herr von der Polizei meinte, es wäre nicht sicher im Dunkeln zu fahren, was wir auch schon gehört haben, was wir auch eigentlich gar nicht so richtig vorhatten. Und deswegen hat er gesagt, wir sollen direkt neben diesem Kontrollpunkt schlafen. Und es war jetzt am Ende voll der gute Deal für uns, weil wir wussten nicht so richtig, wo wir uns hinstellen sollen. Und jetzt haben wir da die Nacht direkt bei der Polizei verbracht. Waren alle auf jeden Fall sicher gefühlt. Ja, und es waren alle sehr nett. Und jetzt fahren wir weiter. Wir wollen heute bis nach Nouakchott. Das ist die Hauptstadt von Mauretanien. Die liegt auch an der Küste. Und unsere gesamte Route führt uns jetzt hier also nicht direkt an der Küste, aber parallel zur Küste entlang. Und ja, ich bin zwar ein bisschen gerädert, muss ich sagen, von gestern. Das war schon irgendwie anstrengend. Ça va? Tu veux ein Cadeau, ein Geschenk. Ein Cadeau. Hier ist ein Schaf. Ich hab's hier. Ah, pardon. Pas de cadeau. Hast du Brot bekommen? Ah, du Scheiße. Au revoir. Bonne journée. Also, Alter, die Kinder sitzen hinten auf unserem Auto drauf. Like. Nee, fahr mal. Das ist definitiv schon mal ein anderer Vibe als Marokko hier. Also auch die kleinen Dörfer in Marokko, die wir gesehen haben, waren schon anders als das hier. Hier gab es jetzt nicht mal eine richtige Straße, sondern wir sind einfach die Sandpiste lang gefahren und wir haben nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Deutlich mehr. Ja, da stand das ganze Dorf, alle Kinder um uns rum. Ich glaube, die haben halt auch Ferien gerade. Ja, ne, das hat das eine Kind heute Morgen erzählt. Ja. Ja. Das ist natürlich spannend, wenn wir da vorbeikommen. Salam alaikum, ça va? Bonjour. Ça va bien. Comment vas-tu? Ah, Oui, et les papiers? ah, oui. le chien? Hein? Les fiches? Ah, les fiches, Oui. Toi, tu vas où? Nouakchott. Nouakchott? Oui. Après? Sénégal. Sénégal. On n'a pas de quelque chose cadeau? Ah, On n'a Pardon. quelque chose cadeau? nous n'avons pas de cadeaux, pardon. Hein? Nous en avons pas les cadeaux, je ne sais pas. Une banane? Il n'y en a pas. Ja? Le fruit? Merci. Ja, jetzt hat er seinen Stift verloren. Ici, ho ho. C'est un chien, oui. C'est un chien, Au revoir. Das machen wir jetzt aber nicht immer. Das ist doch mal ein schöner Platz, um Pause zu machen. Toll. Das heutige Etappenziel ist für uns Nouakchott. Das ist die Hauptstadt von Mauretanien. Und morgen geht es dann schon weiter in den Senegal. Und so wie wir geht es vielen Afrika-Reisenden, dass sie ziemlich schnell durch Mauretanien fahren. Und das liegt nicht daran, dass es hier nichts zu sehen gibt, aber dieses Land ist schon sehr weitläufig und größtenteils sehr unbewohnt und die Landschaft ist sehr, sehr gleichbleibend. Und für uns, die wir jetzt von Marokko kommen, haben wir jetzt schon einige, schon über 1000, schon fast 2000 Kilometer, einfach nur
Wüste hinter uns und wir sehen uns so langsam mal nach einer anderen Landschaft. Wir wollen endlich mal wieder ins Grüne und das gibt es eben im Senegal. Der Senegal steht, glaube ich, für sehr viele, die diese Route nehmen, so für das erste Land, was diesem typischen Bild entspricht, was man hat, wenn man an Afrika denkt. Es wird langsam grüner, es gibt mehr Gewässer und ja, so dieses ganze Bild ergibt sich dann ab dem Senegal und da haben wir jetzt auch total Lust drauf und aus diesem Grund bewegen wir uns auch so schnell jetzt durch Mauretanien. Das war wieder ein langer Fahrtag. Wir sind jetzt bis nach Nouakchott gefahren, bis in die Hauptstadt von Mauretanien und haben uns hier einen Campingplatz rausgesucht. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Die Stadt ist nämlich recht groß und wir wollten uns jetzt nicht im Trubel verlieren. Und jetzt stehen wir hier am Stadtrand am Strand und können uns vielleicht noch mal ein bisschen entspannen. Wir haben für heute Nacht den perfekten Platz gefunden, direkt am Meer mit richtig tollem Sonnenuntergang. Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Eine Sache hätten wir fast vergessen euch zu verraten, und zwar gibt es im Rahmen des Veganuary eine 5 € Rabattaktion auf unser eigenes Kochbuch How to Tofu mit 33 veganen Rezepten mit und aus Tofu. Das Kochbuch ist super cool, wir haben da alle unsere Lieblingsrezepte integriert und wenn wir immer mehr Tofu zur Verfügung hätten, dann würden wir auch jeden Tag irgendwas daraus essen. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt fleißig sparen, eure veganen Vorsätze für diesen Monat umsetzen. Wir haben euch das Ganze hier unten verlinkt. Die Aktion geht noch bis Ende Januar. Also viel Spaß beim Kochen und lasst uns gerne wissen, wie es euch schmeckt. Als ich heute Morgen mit Lotte an den Strand gegangen bin, hat sich auf einmal dieses richtig schöne Bild aufgetan von den ganzen Fischern, die gerade mit ihren Booten wieder reinkommen und rausfahren. Und dann waren da so hunderte von Menschen am Strand. Das war irgendwie total überraschend, weil der Strand gestern gar nicht so danach aussah, als ob da so viel los ist morgens. Aber es war echt sehr, sehr schön. Und jetzt genießen wir nochmal hier unseren Kaffee. Und dann geht's los. In Senegal. Wir wollen heute mal früh starten, damit wir nicht wieder im Dunkeln ankommen. Krass. Voll nett, ne? Ja. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden zur Grenze in den Senegal. Wir haben uns entschieden, über die Grenze bei Diama zu fahren. Es gibt nämlich zwei Grenzen, die Mauretanien und Senegal miteinander verbinden. Die andere ist die Grenze bei Rosso und darüber haben wir bis jetzt eigentlich nur schlechte Geschichten gehört und deswegen wollen wir uns diesen Trubel nicht antun. Es ist nämlich so, dass die Grenze zwischen Mauretanien und Senegal quasi am Senegalfluss verläuft und um in den Senegal zu kommen, muss man diesen Fluss überqueren. Und in Rosso gibt es eine Fährverbindung, die man nehmen muss, um einreisen zu können. Und in Diama, da wo wir hinfahren, da gibt es einen Staudamm und eine Brücke. Und das heißt, da müssen wir kein Ticket für eine Fähre kaufen, was wohl relativ teuer werden kann, weil es wohl keine offiziellen Preise gibt und man halt irgendwie hoffen muss, dass man nicht ganz so ein überteuertes Ticket da angeboten bekommt. Und nee, wir machen uns das Ganze jetzt ein bisschen einfacher. Allerdings ist der Haken an der Diama-Grenze, dass man hierfür jetzt erstmal 40 Kilometer über so eine Art Offroad-Piste fahren muss, die durch einen Nationalpark führt. Wunderschön und für uns auch wirklich kein Problem. Es ist jetzt keine schwierige Straße, es ist halt einfach keine gefestigte Straße, aber da haben wir das richtige Auto für. Schauen wir unsere erste Wildlife Experience hier. Cool. Was auch ziemlich cool ist, dass man halt einfach hier durch den Park fährt, weil der super schön ist. Hier ist es endlich mal wieder ein bisschen grün. Ja, und die Luft. Und die Luft ist hier... Man riecht von so nach Gras. Ja. Das ist ganz so frisch geworden. Ja.
Sehr cool. Ich freue mich so auf den Senegal. Let's go! Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Da vorne sehen wir schon die Grenze. Kann echt froh sein, dass es nicht geregnet hat. Es wäre voll die Schlammschlacht geworden. Ja. Also unsere Hoffnung ist ja dadurch, dass diese Anfahrt ja nicht ganz so bequem ist, dass hier nicht so viel los ist. Ja, das ist die Idee. Also mal sehen. Mal sehen, wie lange es diesmal Die dauert. sieht ziemlich witzig aus. Ja, die sieht echt klein Weil aus. das jetzt erstmal die Das ist jetzt die Ausreise aus Mauretanien. Ausreise, ja. We'll see. Haben wir nichts zu verlieren. Haben wir ja Zeit. Und jetzt? Keine Ahnung. Hier sind wir immer noch in Mauretanien. Wir wurden ja noch nicht ausgestempelt. Ne Passport? Passport. Okay. Nicht alleine gehen? Oder? Ja, ich weiß noch so lange. Wir sind um 2:45 hier an der Grenze angekommen. Jetzt ist es 3:55 und wir sind hoffentlich gleich aus Mauretanien ausgereist. Dann geht es rüber in den Senegal über den Staudamm. Und wir versuchen jetzt immer, so weit es geht, dass eine Person sich um die Papiere kümmert, dass wir Lotta nicht alleine hier im Auto lassen müssen, weil es ja doch recht warm ist und wir nicht immer hier im Schatten parken können. Deswegen sitze ich jetzt hier und warte, bis Zoe das geklärt hat. Und? So, das hätten wir. Wir sind jetzt ausgereist. Warum hat es so lange gedauert? Was muss man machen? Eigentlich muss man nichts machen. Eigentlich muss man noch die Unterlagen abgeben. Aber da waren wie viele Menschen. Bon voyage. Merci. Merci. Merci, Oma. So, jetzt geht's für uns hier über den Senegal-Fluss in den Senegal. Nice. Schon immer aufregend. Ja. Ich finde, seit jetzt so die Grenzen, auch die von Marokko nach Mauretanien, jetzt hat man irgendwie noch wieder mehr das Gefühl zu reisen, weil innerhalb von Europa, dadurch, dass man diesen Prozess nicht hat, wie man den sonst zum Beispiel hat, wenn man irgendwo hinfliegt, da geht so ein bisschen dieses Gefühl fürs Reisen verloren, aber das kommt halt jetzt dadurch irgendwie wieder voll wieder. Ja. Den Stempel haben wir jetzt schon mal im Pass. Jetzt geht es noch dran, dass wir mit dem Auto hier einreisen. Das ist ja immer nochmal was anderes, als wenn wir jetzt zum Beispiel in ein Land fliegen würden mit Gepäck. Das wird dann gescannt und dann ist gut. Wir haben ja unser Auto dabei, das muss immer eine Importerlaubnis bekommen. Und dann wollen die teilweise auch noch sehen, was wir hier alles mit ins Land bringen. Wir haben ja hier viele Möglichkeiten, um Zeug reinzuschmuggeln, theoretisch. Dabei haben wir ja gar nichts Illegales dabei. Genau, und deswegen ist Merlin jetzt mit unserem Carnet de Passage, erinnert ihr euch? Dieses Dokument, was wir in Spanien empfangen haben. Genau hier brauchen wir es jetzt das erste Mal. Damit ist er gerade in das Zollgebäude gegangen und ist jetzt schon bestimmt eine Dreiviertelstunde da drin. Also mal sehen. Herzlich willkommen im Senegal! Yay! We made it! Warte, wir waren um 2:45 waren wir hier, jetzt haben wir 17:34 Uhr. Das ging ja keine... Hat wieder ein bisschen gedauert, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jetzt die Einreise in Senegal deutlich einfacher war als nach Mauretanien. In Mauretanien, da mussten wir irgendwie gefühlt zu 20 verschiedenen Posten und hier mussten wir jetzt einmal Pässe abgeben, Fingerabdrücke machen, also an einer Station und dann an der nächsten Station unser Carnet hinreichen. Und jetzt haben wir so einen vorläufigen Wisch bekommen und müssen das innerhalb der nächsten 5 Tage bekommen wir dann das Carnet abgestempelt. Das ist auch super wichtig, dass wir da den Stempel reinbekommen, weil wir das nämlich auch wieder ausgestempelt bekommen müssen, sonst könnten wir irgendwann ein Problem bekommen. Ja, vielleicht ist es noch wichtig zu erwähnen, dass wir als deutsche StaatsbürgerInnen aber kein Visum für den Senegal brauchen. Genau. Das könnte natürlich sein, dass es deswegen auch ein bisschen schneller Wir geht. haben jetzt 3 Monate visafrei, das heißt, das hat auch nichts gekostet. Wir mussten, glaube ich, nur insgesamt irgendwie 20 € an irgendwelchen Bürokratiegebühren Für zahlen. Autozoll oder Ja. so. Aber es hat auch kein Mensch einen Blick in dieses Auto reingeworfen. Lotta, Stimmt, diese ganze Kontrolle ist komplett ja, weggefallen. Lotta scheint eh niemanden zu interessieren. Auch in Mauretanien sind ja wirklich mit Hunden in unser Auto rein und ich habe Lotta dann getragen außen und hat sich niemand interessiert. Also
ja, ich würde sagen, also irgendwie das, was man so hört, ist halt viel, viel krasser, als wie es letztendlich ist jetzt zumindest. Man muss einfach ein bisschen Geduld mitbringen und Zeit, weil es halt einfach ein bisschen dauert, aber sonst. Ja. Aber man muss ja auch sagen, dass wir mit unserem deutschen Pass halt sowieso an den Grenzen halt gar keine Bedenken haben müssen, weil wir halt einfach einen super starken Pass haben. Was halt echt krass ist und von daher ist es halt für uns letztendlich immer einfach. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schon krass. Sollte man auch immer sich mal wieder bewusst machen, was das für ein krasses Privileg halt ist, dass wir in Deutschland geboren sind und diesen Pass haben und der ermöglicht uns einfach so viel an Polizeikontrollen. Wenn wir angehalten werden und dann gefragt wird, was unsere Nationalität ist und wir Deutschland sagen, dann heißt es immer, oh toll, Deutschland. Und dann dürfen wir weiter und ja, es ist, glaube ich, wichtig, sich das immer mal wieder bewusst zu machen. Sonst mit einem weniger starken Pass könnten wir diese Reise zum Beispiel auch nicht machen, weil wir in manche Länder nicht einreisen dürften. Genau, aber wir freuen uns einfach darüber, dass es so ist, dass wir hier sein dürfen und dass wir jetzt im Senegal sind. Woohoo! Okay. So. Wir haben es mal wieder geschafft. Obwohl wir es diesmal geschafft haben, frühzeitig loszufahren, ist es trotzdem wieder dunkel geworden. Passiert halt. Und jetzt sind wir hier auf dem Campingplatz, der, glaube ich, ziemlich schön ist. Man sieht halt nicht viel davon, weil es ist dunkel, aber ich kann das Meer hören. Und hier gibt es eine Bar und hier gibt es Bier. Und deswegen wollen wir jetzt auch nicht mehr lange schnacken. Wir gehen dann nämlich jetzt hin. Gehen jetzt in die Bar. Ja. Schön kaltes Bier trinken. Es ist deutlich wärmer hier. Geht. Hä? Es wird nachts. Hast du mal gerochen? Nein, ja. Also. Nachts sind es aber auch trotzdem 16 Grad. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt auf den ersten paar Kilometern hier durch Senegal. Ich war einfach richtig happy. Es ist, der Vibe ist total cool. Angenehm und es sind so viele Leute auf der Straße unterwegs. Die Menschen machen Sport, es wird überall Fußball gespielt, es wird Musik gespielt. Es ist total schön und mitreißend irgendwie. Die Stimmung ist einfach mega cool. Und ich freue mich richtig doll darauf, jetzt dieses Land kennenzulernen. Und damit fangen wir nächste Woche an. Wir hoffen, dass ihr auch wieder dabei seid. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert jetzt den Kanal, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Wie ihr wisst, wir fahren bis nach Südafrika, also es kommt noch einiges auf euch oder beziehungsweise auf uns zu. Und wir lassen euch sehr, sehr gerne daran teilhaben. Bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Da ist schon wieder so ein Abschied drauf. Da, siehst du? Ja, müssen wir mal gucken. Hey! Super! Super! Ich mach ein bisschen normal fahren. Mach mal. Ich kann aber auch nicht so. Ja, ich muss halt mit Schlaglöchern ausweichen. Ja? Straight through the storm, I'll shine the light. I'll be there if you feel